Du bist Geschäftsführer eines wachsenden Unternehmens und möchtest Arbeitsplätze digitalisieren, Mitarbeiter remote einstellen oder ins Homeoffice verlegen? Dann ist dieses Video für dich interessant, denn dann zeige ich dir, wie das geht und wie du die größten Fehler dabei vermeidest. Mein Name ist Patrick Beck von der Rescale Consulting GmbH. Ich bin Unternehmer und Inhaber einer IT-Agentur seit über 20 Jahren und habe sehr, sehr viel Erfahrung gemacht mit Remote-Arbeit. Im Prinzip schon im Jahre 2005 und habe sehr viele Unternehmen dabei begleitet, auch digital zu werden, Prozesse zu strukturieren, automatisieren und Remote-Arbeit zu organisieren und weiß daher relativ gut, worauf es ankommt. Die meisten Probleme entstehen dadurch, dass Unternehmen sich hauptsächlich bei der Digitalisierung oder bei Remote-Arbeitsplätzen nur darauf fokussieren, Tools zur Verfügung zu stellen, sich aber nicht um die darunterliegenden Strukturen und Prozesse kümmern. Und das ist besonders deshalb kritisch, weil wenn du, sag ich mal, Mitarbeiter vor Ort hast, dann kannst du relativ gut Fragen abfangen, kannst über die Schulter schauen und kannst halt das ausgleichen, was an Strukturen und Prozessen im Prinzip fehlt. Wenn du die Mitarbeiter im Homeoffice hast oder remote hast, dann ist es sehr gut, wenn diese kontinuierlich auch ihre Arbeit machen können, weil sie genau wissen, was sie zu tun haben, wo sie diese Informationen finden, wann sie was zu berichten haben oder auch wann sie bis was zu erledigen haben und deshalb nicht die Peitsche im Rücken brauchen, sondern halt intrinsisch motiviert an der Erledigung der Aufgaben arbeiten können. Was auch dazu führen kann, dass sie frühere Arbeit fertig bekommen und vielleicht mehr Zeit entweder für andere Sachen haben oder eine etwas längere Pause machen können, um dann wieder noch gestärkter in die nächste Aufgabe zu gehen, da sie eben nicht die, sage ich mal, sonstigen Störfaktoren haben und mehr diese Ruhe nutzen können. Ein dabei großes Thema ist, dass die Mitarbeiter mit diesen, sag ich mal, vielen verschiedenen Tools häufig alleine gelassen werden. Und das betrifft nicht nur nicht IT-unabhängige Unternehmen, sondern im Prinzip eine sehr breite Sparte an Branchen, wo Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten müssen. Wo finde ich die richtigen Sachen? Wie habe ich meine Arbeiten zu erledigen? Und mit wem kommuniziere ich wie, wo, über welche Plattformen? Was wickele ich wo ab und wo finde ich Informationen über die Arbeit, die ich zu erledigen habe und wo lege ich die Informationen ab, die ich damit erwirtschaftet habe oder, sage ich mal, geschöpft habe. Es ist da ein sehr großes Problem, dass viele Informationen verloren gehen, die sonst auf diesen Flurfunk praktisch verfügbar gewesen wären, den es hier glücklicherweise nicht gibt. Denn das Schöne dabei ist, es gibt dir die Möglichkeit, jetzt Strukturen zu setzen, die du sonst, sag ich mal, durch diese Bequemlichkeit, diese Kompensationsmöglichkeit nutzen zu können, die man in einem Vor-Ort-Office hat, ausgleichen kannst. Und damit Prozesse und Werte zu schaffen, die dein Unternehmen nach vorne bringen und nicht nur das Knowledge und das Wissen, wie Dinge gemacht werden, nur bei den Mitarbeitern verbleibt. Es ist gut, wenn diese so gut eingearbeitet sind, dass sie immer und sehr gut ihre Arbeit lösen können. Das ist aber noch besser, wenn ein Unternehmen so aufgestellt ist, dass es das grundsätzlich und immer kann. Das heißt, Mitarbeiter neu ausbilden, sozusagen, dass das Know-how am Unternehmen liegt. Das heißt, ein Unternehmen Asset wird. Und ein anderes wichtiges Thema ist dann natürlich auch die Unternehmenskultur. Denn wenn man die Mitarbeiter remote hat oder ins Homeoffice verlegt, dann gehen sie natürlich ein Stück weit aus den üblichen Büroräumen raus, aus den üblichen Gewohnheiten, aus den, sag ich mal, gewohnten Kreis, wo sie ihre Aufgaben mit anderen teilen und sich austauschen. Bedeutet, die Kultur und wie dieser Teamgeist und der Spirit zu führen ist, das geht dann häufig verloren. Und das führt dann dazu, dass man einfach einen wilden Haufen Remote Worker hat, die sich teilweise weder kennen, noch schätzen können, noch kennenlernen. Und das ist ein sehr großes Problem, an dem sehr viele mit Remote-Arbeit halt zu knabbern haben. Was du also machen solltest und kannst, sind also erstmal grundsätzlich eine digitale Strategie ausarbeiten. Wie möchtest du, dass dein Unternehmen funktioniert
Und was soll überhaupt funktionieren und was soll das Ergebnis sein, um diesen kompletten Prozess abzuwickeln? Und wen brauchst du dafür? Was wird, sage ich mal, automatisiert, was wird durch welche Tools erledigt, was wird durch welche Mitarbeiter erledigt und diese Struktur dann zu nutzen, um ja praktisch Prozesse zu definieren, die dann angewendet werden können von diesen Mitarbeitern. Und das bedeutet natürlich auch eine Integration von Projektmanagement-Tools. Und da gibt es ja eine ganze Reihe, die sehr unterschiedliche Einsatzzwecke haben und sehr stark davon abhängen, welcher Branche du dich befindest, welche Aufgaben du hast. Es gibt aber ein paar Tools, die, sage ich mal, für viele Branchen gleich funktionieren. Es gibt aber auch einige Branchen, wo es sinnvoll ist, individuelle Anwendungen halt zu implementieren, weil die Prozesse so spezifisch sind oder das bestehende Tools nicht abwickeln. Das muss man herausfinden, um wirklich eine optimale Arbeitsgrundlage für die Mitarbeiter zu geben, um hocheffizient arbeiten zu können. Das sollte dich aber nicht dabei hindern, schon jetzt mit der Digitalisierung loszulegen, um dann diese Prozesse nachzuziehen. Bedeutet, man findet beim Arbeiten heraus, was funktioniert nicht gut, um dann hinzugehen, zu sagen, wir bauen diesen Teil anders, besser in eine Gesamtstrategie um. Das ist zum Beispiel ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und natürlich auch die Unternehmenskultur implementieren. Bedeutet, dass man mit den Mitarbeitern ein Teamgefühl, ein Team-Spirit und die Integration irgendwie ermöglicht. Und dass man eben diese Isolation vermeidet. Denn letztlich für die meisten Mitarbeiter ist die Isolation eben nicht sehr schön. Es mag eben, wie gesagt, Ausnahmen geben, bei denen die Mitarbeiter sehr froh sind, wenn sie, sage ich mal, sich mehr um ihre Arbeit kümmern können. Das trifft natürlich häufig auf sehr analytische Sachen zu, wo man sich sehr tief einarbeiten muss und ganz besonders dadurch den Flurfunk oder durch die Smalltalks oder durch die Störungen, die in so einem normalen Bürobetrieb auftauchen, ja eben sehr stark zu. Und bei den Mitarbeitern ist es natürlich sehr schön, wenn sie eben auch diese Ruhe haben, um an ihren Sachen zu arbeiten. Das sollte aber nicht dazu führen, dass sie am Ende nicht mehr wissen, wofür oder für wen sie arbeiten und auch nicht mit wem sie arbeiten, weil es zu einer Entfremdung führt. Und was du nicht möchtest, ist, dass du als Arbeitgeber auswechselbar wirst und letztlich die Arbeit oder sag ich mal die Arbeit letztlich auch für wen anders erfolgen kann, weil es eigentlich egal ist, sodass im Prinzip alles konzentriert nur noch auf gewisse Personen an diese Reporten ausgelagert wird. Bedeutet, diesen Spirit, diese Teamkultur, diese Culture, wie man es ja auch nennt, zu implementieren, ist ein wichtiges Thema, was man auch mit, sag ich mal, eigenen Plattformen implementieren kann. Da gibt es verschiedene Wege, um dem Mitarbeiter auch das Gefühl von Zugehörigkeit zu geben. Ja, das ist umso größer das Unternehmen wird, natürlich sehr relevant, aber auch bei, sage ich mal, sehr kleinen Teams umso wichtiger, dass man jeden einzelnen Mitarbeiter bestmöglich einbindet und auch das sowieso sehr kleine Team dabei unterstützt, sehr effektiv und effizient miteinander zu arbeiten. Natürlich kommen wir damit auch auf andere Themen wie, ich sage mal, Cybersicherheit und rechtliche Themen, die damit zusammenhängen. Denn letztlich, wir lagern ja damit die Arbeitsmaterialien und auch den Ort auf, sage ich mal, die Umgebung des Mitarbeiters aus. Und das, was du vielleicht sonst in deinem Büro gemacht hast, Firewalls installiert hast, die Geräte warten lässt, updaten lässt, das geht natürlich dann auch, wenn du zum Beispiel Mitarbeiter im Homeoffice oder Remote hast, wenn du ihnen zum Beispiel Hardware zur Verfügung stellst, dass du die Möglichkeit hast, dass sich die Geräte nur über gesicherte Verbindungen in das Netzwerk einfügen und so weiter. Also so kleine Details, die natürlich damit zusammenhängen. Und natürlich auch Sicherheitskonzepte beachten, wenn du diese ausgearbeitet hast. Das heißt, das zu bewerkstelligen, diese Sicherheitsmaßnahmen auszuarbeiten, zu implementieren und die Mitarbeiter dazu folgen zu lassen, ist ein wichtiges Thema, wenn es darum geht, auch Datensicherheit, aber auch
Datenschutz zu gewährleisten. Also sozusagen auf der einen Seite das Cybersecurity-Risiko und auf der anderen Seite natürlich rechtliche Compliance-Komponente mit zu erfüllen. Denn rechtliche Compliance ist natürlich da auch ein großes Thema. Wie wird die Arbeit ausgeführt? Wo wird die Arbeit ausgeführt? Wer hat den Zugriff auf die Geräte physisch? Natürlich sehr stark davon abhängt, in welcher Branche und mit welcher Art von Kunden und mit welchen Verträgen du dich in deinem Unternehmen dann natürlich beschäftigst. Natürlich wissen wir oder gehen wir auch davon aus, dass Banken und Bankenmitarbeiter generell sehr hohe Anforderungen haben, wie zum Beispiel bei PCI DSS, je nachdem, was für eine Zertifizierung man hat, um Zahlungen entgegenzunehmen. Das kann aber natürlich von jedem anderen Unternehmen und Kunden, also implementiert werden und von Kunden auch verlangt werden, wenn man sich darauf einigt, um entsprechend die Projekte oder die Arbeiten sicher und konform auszuführen. Und natürlich ist es auch wichtig, den einzelnen Mitarbeiter bei der Sache abzuholen. Jetzt kann es natürlich Mitarbeiter geben, die, sage ich mal, nicht ganz so happy sind mit dem Homeoffice, die tendenziell man natürlich eher im Büro lässt, wenn es denn möglich ist. Es kann aber auch sein, dass Mitarbeiter bestimmte Schwierigkeiten haben, dadurch, dass sie selbst im Homeoffice sind, aber ein anderer Mitarbeiter dies nicht so respektiert. Wir haben zum Beispiel Kunden, bei denen ein Mitarbeiter grundsätzlich nicht anerkennt, wenn wenn ein anderer Mitarbeiter sich im Homeoffice befindet und nehmen diesen Zustand generell so an, wie der ist nicht da. Und der arbeitet nicht, weil er halt zu Hause ist, weil eben diese grundsätzliche Annahme besteht, Mitarbeiter, die nicht im Büro sind, arbeiten nicht. Ne? Jetzt kann man natürlich davon, sage ich mal, das ignorieren und dem seinen Gang lassen. Oder man kann natürlich mit dem Mitarbeiter oder beiden Mitarbeitern ins Gespräch gehen, diese persönlichen Einstellungen nennen im Rahmen von Supervision natürlich behandeln. Das alles fällt unter den Oberbegriff natürlich Change Management. Das heißt, wir implementieren natürlich elementare Veränderungen in deinem Unternehmen, die sehr einschneidend ist, weil natürlich eine physikalische Komponente sehr viele, sage ich mal, Parameter mit berücksichtigt, aber natürlich auch entsprechend sehr viele Vorteile hat und sehr viele positive Auswirkungen dabei mit sich bringt. Das muss aber entsprechend natürlich berücksichtigt und behandelt werden. Das heißt, die Effizienz des Einzelnen, des anderen, aber auch des gesamten Teams mit aufrechtzuerhalten, müssen wir entsprechend mit dem Change Management, mit Coaching-Ansätzen, mit persönlicher Involvierung und Kommunikation Mitarbeiter mit unterstützen, diese Transformation zu bewerkstelligen. Und natürlich musst du dir jetzt als Unternehmer und als Geschäftsführer darüber Gedanken machen, ob du das integrierst und wenn ja, wie du das integrierst. Denn natürlich haben die Nicht-Implementierung von grundsätzlich diesen Möglichkeiten von Remote-Arbeit, von Homeoffice natürlich sehr gravierende Negativfolgen möglicherweise, die auf der einen Seite natürlich Wettbewerbsvorteile einschränken. Bedeutet, man hat ja nicht die Möglichkeiten, wie der Wettbewerb sie nutzt, auch Talente aus entfernteren Regionen zu nehmen. Beispielsweise, wenn man in Berlin sitzt und hat einen Spezialisten in Stuttgart, der möchte aber nicht umziehen und man kann sich entscheiden, findet man einen Weg, dass dieser von Stuttgart aus arbeiten kann. Ist das relevant? Genauso natürlich über andere Grenzen hinweg, ob er jetzt in Lugano sitzt und die Firma in Zürich. So hat man natürlich diese Korrelation, die sehr relevant sind, um Experten halt zu binden. Das hat natürlich auch eine Auswirkung auf Umsatz, auf Gewinne, auf Effizienz, die es, sage ich mal, natürlich schwer machen können, weiterhin wirklich gut und wirtschaftlich, sag ich mal, zu arbeiten, wenn du diese Expertise nicht an Bord hast. Natürlich ist es auch ein sehr wichtiges Thema, wenn du in speziellen hochkarätigen Themen Mitarbeiter suchst, da das Recruiting natürlich auch sehr stark davon abhängt, was für Optionen du als Unternehmen halt anbietest. Wenn du als Unternehmen zum Beispiel nicht die Möglichkeit gibst, sag ich mal, IT-Mitarbeitern, die zum Beispiel nur remote tätig sind und ganz selten mal, sag ich mal, vor Ort was machen würden, sag ich mal, für Druckerkartonen
Patronen wechseln, kann vielleicht vor Ort Systemadministrator machen, für die Programmierung hinweg müsste er nicht vor Ort verfügbar sein. Wenn du gewissen Mitarbeitern halt nicht die Möglichkeit gibst, remote zu arbeiten, wirst du auf diese verzichten. Und davon wirst du auch im Bewerbungsgespräch selten etwas mitbekommen, weil Mitarbeiter, die wirklich remote arbeiten wollen, schon in der Jobbeschreibung sehen, du suchst jemanden, der darauf committet, 100%, 50% oder wie viel auch immer, mindestens im Büro zu sein. Und der Mitarbeiter kann sich dann schon entscheiden, das Unternehmen ist nichts für mich. Und dann wirst du diese Spezialisten, die es sich teilweise sehr, sehr, sehr gut leisten können, auf Jobangebote zu verzichten, weil sie diese Auswahl haben, natürlich selbst nicht binden können. Und die werden dann zur Konkurrenz gehen, was so wiederum deinen Wettbewerbsvorteil einschränkt oder zum Nachteil werden lässt. Bedeutet, der digitale Arbeitsplatz und die Möglichkeit für Remote-Arbeit, diese New Work-Entwicklung, das ist durchaus ein sehr zu beachtendes Thema. Und wenn du diese Sachen nicht berücksichtigst, wird dein Unternehmen auf jeden Fall Probleme bekommen und im Wettbewerb nach hinten fallen. Deshalb, wenn du einen Partner möchtest, mit dem du solche Sachen besprechen kannst, mit der auch schon mal solche Erfahrungen gemacht hat, der selbst Unternehmen bei dieser Transformation unterstützt hat und das selbst schon seit, sage ich im Prinzip, Ewigkeiten so umgesetzt hat und auch sich damit auskennt, wie man Prozesse digitalisiert, wie man die Automatisierung implementiert, wie man mit Mitarbeitern umgeht, wie man diese Culture implementiert, dann kannst du dich am besten mit uns in Verbindung setzen. Geh dazu am besten einfach auf rescale.ch, schau unten das Kontaktformular, trag deine Daten ein, schreib kurz etwas zu deinem Unternehmen und dann werden wir beide uns miteinander austauschen und sehen, ob oder wie wir in deiner Situation für dich zugeschnitten einen Plan formen können, um diese Transformation zu bewerkstelligen. Und da freue ich mich sehr drauf, wenn wir da etwas unternehmen können, wenn wir schauen können, dass wir nicht nur dich damit glücklich machen, dieses problemlos zu sein, sondern das Unternehmen damit wachstumsfähig machen, erfolgreich machen können und das nicht zuletzt natürlich, die Mitarbeiter glücklich machen können, dass sie sich in einem zufriedenen, wohlenden Umfeld auch entfalten können. Und ja, ich freue mich auf deine Nachricht. Und ja, wenn dir das Video gefällt, like es gerne. Wenn dir der Kanal gefällt, abonniere ihn. Ja, ich freue mich, dass du mich im nächsten Video sehen kannst, beziehungsweise auf deine Nachricht. Bis bald.